It was just a dream. A horrible dream. That horrendous woman and the face of my sister. I wish all of this was a dream and my sister is just sleeping in her bed. Instead, her bed is empty and this is reality. This is Martha and me at the festival of the patron saint. It was only a few months ago, and now... Martha had asked for a picture of me to put in this frame. She wanted me to do one of those expressions of mine that made her laugh. Expressions that she couldn't quite imitate. She used to say that those were the signs of my soul. Can a photo capture the soul? Can I capture Martha's soul? Ich glaube, gerade diese Dinge werden noch mehrfach angesprochen. Neues Kapitel, das Zimmer. Entschuldigung, in der letzten Aufnahme war es, glaube ich, mit meine Stimme leise und die Musik etwas lauter. Ich habe es wieder umgeändert. Ich hoffe, jetzt ist es besser. So, was haben wir denn? Wir sind im Bett aufgewacht. Und zwar in... Hier ist der Schrank, in Marthas Bett. Natürlich schlafen wir in Martha ihrem Bett. Wir müssen ja in Marthas Bett. Genitiv. Denn wir müssen das ja machen. Wenn die Eltern reinkommen, sieht es sonst komisch aus, obwohl wir könnten ja immer noch trauern. Scary fairy tales. Everything seems to be scary lately. Yet everything here is so beautiful and bright. Also wir fassen erstmal ganz kurz zusammen. Der Vater mag wahrscheinlich beide Töchter, die Giulia aber auch sehr. Die Mutter hingegen ist der Martha besser aufgestellt, denn Martha ist taub gewesen, angeblich aufgrund von Giulia, also aufgrund von uns. Und sie ist unfruchtbar geworden wegen uns. Also wahrscheinlich in der Schwangerschaft gab es eine Komplikation im Laufe dessen. Und außerdem findet sie es schlimm, nicht, dass die Giulia jetzt tot ist, sondern dass die Giulia tot ist und damit der Martha ja, Kummer bereitet. So eine Mutti ist das nämlich. Eieiei. Our beautiful home. In spite of everything, I prefer being here. Sieht ja auch alles sehr schön aus. Oh, so, Mädel, ich will nicht ganz so tief machen, das sieht sonst komisch aus. Martha's clothes. To me, wearing them will be like having her with me. Mummy will also be happy to see them. Or I could wear my clothes in the other wardrobe. Das musst du schon überlegen. Even more scary fairy tales. In der Mitte sieht man Rotkäppchen, also die Oma. Die hat einen Schalter noch, so einen Drehschalter zu einer einzelnen Glühbirne oben. Der Draht. Sehen wir uns im Spiegel? Nein. This is Martha's trinket box. It could contain something that will help to figure out what happened. Okay, also wird es bestimmt unsere Aufgabe sein, ihren Schlüssel zu finden. Und darüber hinaus vielleicht Hinweise zu entdecken, was passiert ist, ob sie wirklich Suizid begangen hat, ob sie, ich meine, da war so ein Bluterguss am Kopf gewesen, ob da irgendwie sie was abbekommen hatte. Wer weiß, wer weiß. It's about 9:30. It's July 18th. 1944. Ein Ofen, Moment. Ganz kurz mal. Der Ofen ist bei Giulia. Barbieri. Ich kann weder Italienisch noch Spanisch, also bevor ihr mich irgendwas fragt. So, ansonsten ist es hier sehr, man merkt schon Zwillinge. Es ist schon versucht, ähnlich aufzubauen. Wir haben hier die Kästchen, die Heizkörper unter dem Fenster, rote und blaue Kissen, rote und blaue Bettwäsche. Drüben sind eher so die Märchenbilder, während bei uns auf der Seite, wir gucken gleich mal. I always keep my trinket box locked. Okay. Bei uns sind eher Schmetterlinge. The butterfly collection that Daddy made for me.
Würde ich mich auch freuen. Tote Tiere an der Wand. Yay. Gut. Was haben wir hier noch? Oh gosh, if Mummy sees this picture, she'll throw it away for sure. It's me and Lapo. I want to see him as soon as possible so we can mourn Martha's death together. Okay, Giulia hat also einen Freund. Offensichtlich. Und das findet keiner gut. Nanny will be visiting me soon. Die Nanny. Wo es am Anfang auch hieß, dass wir lange bei der Nanny waren, 3 Jahre lang. I still like to have the books and games from when I was little with me. Stimmt, diese Ente, Schrägstrich Gans, wahrscheinlich Ente, hat sie noch. Dann diese ganz kleinen Bücher. Während hier Literatur eher... Können wir laufen? Ja, wir können rein. Können wir da was sehen? Können wir ranzoomen? Nee, ich kann es echt nicht erkennen. Aber was anderes ist. Ich würde auch gerne hier mal alles untersuchen. Here's the whole family together. A very rare thing indeed. Und die beiden Schwestern. It's me with the nanny. Or maybe it was Martha. No one can remember. Die Nanny. Noch ein paar Schallplatten. Can I be Martha without her clothes? Mummy never wanted us to swap, so I don't know how she will take it. I could wear Martha's clothes instead, in the other wardrobe. Puh. Ich weiß nicht, also wir sind natürlich noch Giulia, aber wir wollen das jetzt aufrechterhalten. Das denke ich mal, sollten wir jetzt Marthas Kleidung tragen. Achievement, der Magier. Das ist unsere Tasche, nehme ich mal an. Everything I need is always in my bag. Ah, wir haben ein Inventar. Du hast die Tasche von Giulia geöffnet. Hier findest du Gegenstände, die Giulia immer bei sich trägt, sowie Sachen, die sie im Laufe des Spiels findet. Die Objekte sind unten links aufgelistet. Wähle ein Objekt aus, um es zu verwenden oder zu analysieren. Versuche nun den Schlüssel oder die Karte auszuwählen. Wir gucken mal die Schlüssel an. The key to my trinket box. Okay, jetzt haben wir Schmuckkästchen. Und hier haben wir eine Karte. Und... Ah, guckt mal an, hier unten, sehr interessant. Der Junge im Wald. Oh, das ist invertiert. Mit einem Stick. Interessant. So, da ist bestimmt die Anlegestelle. Genau dieser Weg. Von hier aus haben wir telefoniert, sag ich schon, fotografiert. Da sind wir diesen komischen Weg hier runtergerannt. Das heißt, wir haben das ist ein relativ großes Anwesen. Hier ist das Gebäude. Hier oben sind noch 2 jeweils. Also hier und dort oben ist noch irgendwas. Hier ist noch ein kleines. So, dann sehen wir hier oben schon Album, Protokoll und Ziele. Alles klar. Jetzt können wir das Schmuckkästchen aufmachen. Ja, Giulia. Interessant wäre, wenn der Schlüssel auch Here bei is my Martha diary. funktioniert. Ein Tagebuch. July 12th, 1944. This is a new diary. We moved here today and I forgot my old one back at home. But that's okay. A new chapter in my life, a new diary. They say they brought us here for our own safety. Daddy, the war, and everything else. Nanny gave us her house and she went to look after the mansion. It's weird being back here after so many years. I remember Nanny telling me the fairy tale of the Lady of the Lake. It's one of the few happy memories I have from when I was little. Nanny isn't here and that's a shame, but Martha is here with me. I also get to see Lapo more often, which is wonderful. He's always hanging around here. Mum is thankfully too preoccupied with fixing up the house to worry about me. At least for now.
Okay, das neue Zuhause. Denn sie sind geflohen und der Vater, also die Nanny hat ihr Haus zur Verfügung gestellt. July 16th, 1944. There's something creepy about the woods. Every time I'm at the lake, I get a strange feeling. Maybe it's the legend of the white lady playing tricks on me. I get weird ideas. I think that there is this presence. Then I think I'm just being crazy. Anyway, crazy or not, I want to take some pictures. I'm not scared. In fact, I'd say I'm excited. I've made arrangements with Martha. She's coming to the lake with me tomorrow to set up 2 new cameras with timers, and we'll see what we can photograph. Not before a good swim, of course. To be honest, Martha doesn't like photography all that much, and recently she's gone off swimming too. But she does like spending time with me by teasing me. Then, when she gets bored, she disappears into her books, and I do my own thing. We feel right when we're together. Fühlt sich einfach richtig an, wenn wir zusammen sind. Ist auch interessant. Sie ärgert sie ein bisschen, aber es klingt ja schwesterlich erstmal ganz angenehm. Am 16. Juli wohlgemerkt. Yes, Erich, I'll be right there. I'm just going upstairs to call Martha down for breakfast. Am 17. ist Fine, but I'm passiert. not sure we should let her sleep all day. What do you think? What did you say? Probieren jetzt mal, ob Okay, den Schlüssel, don't damit worry, das I won't aufmachen wake her kann. up. I'll just turn on her light. So when she wakes up, she'll know when to come down for breakfast. They really think I'm Martha and I can't hear them. I need to be careful not to talk, or I will be in serious trouble. Denn wir sind angeblich taub. This is not the right key. I must get her key if I want to know what's inside her trinket box. Okay, also bei solchen Spielen kann es doch durchaus mal sein, dass man die Schlüssel sehr spät findet erst. Und dann halt ganz zum Anfang zurückgeht hier in das Zimmer und dann irgendwas liest, was eindeutigerweise ja, den Fokus etwas anders rückt. Gut, wir gehen jetzt raus. Haben wir so ein Tagebuch, auch schön. Kommen wir nicht rein. Bilder von großen Segelschiffen. Oh Gott, sieht das aber echt Bombe aus, muss ich sagen. Huiuiui. Was haben wir hier noch Schönes? How wonderful the snow is. Unfortunately, it doesn't snow often around here. Woran sowas so liegen kann. Ganz unterschiedliche Kunststile. Schöne Lampen. Was haben wir noch hier? Dad loves these prints of Florence. I find them a bit sad. Aus Florenz. Hier ist etwas düsterer, weil kein Fenster ist. Nee, wir müssen nicht rein. Alles gut. There's no shortage of paintings in our house. Mum is passionate about painting. Ah, die Mutter malt also. Während der Vater also Oboe spielt, malt die Mutter. Künstlerisch veranlagt. Die Familie auf jeden Fall. Plätzer. Der irgendwas? So, was haben wir noch Schönes hier? As a child, when I spent those short years with the nanny, this was my room. Ich habe mich schon gefragt, warum sie It's extra locked. Zimmer hat. Strange. Why did they lock my room? Da hat die Nanny aber ein riesen Anwesen, oder? Wie kann sich so eine kleine, also wer weiß, was die gearbeitet hat mal. Wie kann sich sowas leisten? Oh, guck mal, da gibt es so einen äußeren Gang hier. Oh, Mensch. Auch cool mit dem. Oh, sieht wirklich, wirklich hübsch aus. Mummy's family coat of arms. Familienwappen. Dicker Pinguin auf pinkem Grund. Das ist doch ein schönes Wappen. So. Martha's breakfast is ready. We can go. Yes, yes. It's getting late. Did you leave the newspaper for Martha?
You know how much she likes reading it. Yes, Irena. It's on the table, can't you see? And that camera, are you leaving it there? Yes, Irena. Can't you leave it there for a few more days? Do you mind? It was for Giulia. I will take it away soon. I promise. The thought makes me so sad. Seeing it there is as if... I don't know how to explain it. All right. But let's go now. We have too much to do. We can't stay here all day talking. Mummy is right, though. Martha always read everything. It's me who will now read the newspaper instead. They'll be out all day. The funeral preparations will take them a long time. Everything is more complex with the war. Over the next few days, I will see little to nothing of them. Krieg, der Tod und dann noch die Sache, dass wir jetzt die Identität übernehmen und demnach auch die Gebräuche nutzen wollen. Ach, da hat sich aber in Sachen auch reingesteigert. Aber die Frage ist, wann hätte sie denn stoppen können? Gleich danach, indem man kurz danach was spricht, aber sie wollte halt die Illusion auch aufrechterhalten und sie hat es vielleicht auch genossen, einfach von der Mutter mal liebkost zu werden. Schwierig. Achso, falsche Taste. Ja, Ziele, Kamera, Rahmen, Zeitung. Gut, wir gucken uns mal, was gibt es denn hier unten noch Schönes? Da geht's raus. Das Kreuz. These are our vineyards. My father loved them so much that he constantly took photos of them. Weinberge. Ah, der Vater macht Fotografien, während die Mutti malt. Bread, butter, jam and coffee. Martha's typical breakfast. I prefer honey and milk, but I'll have to adapt to her tastes, obviously. Daddy says that our wine, which is produced here, is extraordinary. I hate wine. I prefer beer. Bier. These plates are not ours. Nanny left them here. I remember them well. Der Hahn. Mensch. During deep winter, I would go to sleep snuggled by the fire and Nanny would get angry. Do you want to turn into a piece of charcoal, Giulia? Noch mehr Wappen. Oh, solche aufgehangenen Teller und sowas. Ich würde mal das beides ignorieren erstmal, weil das ist definitiv das, was wir als nächstes machen müssen. Ich würde mal gerne hier lang gehen und mal schauen, was wir noch so finden. I liked watching Nanny as she cooked. I always picked up loads of techniques. Da ist noch ein Rezept oder was? Ich kann es leider nicht lesen. Eine Prise, ist schon wieder eingedeutet. Ach, es ist herrlich, wie das lokalisiert ist. Riesenrespekt. So, gibt es hier noch irgendwas? Ein Radio. Nicht an. Hier könnte man rausgehen, Hinterausgang oder Eingang wahlweise. Achso, ich spiele mit Gamepad. Man merkt es wahrscheinlich an den ruckischen Bewegungen. Die Schöne am See. Dante's Inferno illustrated by Dore. Always hanging cheery things. Wollte schon sagen, also es passt ja 1:1 zu diesen Märchenbildern. Fühlt man sich bestimmt perfekt wohl, ja. War. Always war. Even in paintings. Nett. Neben den anderen Bildern also noch sowas. Gut. One of Daddy's many photos. Who knows who these other people are? Leute, die er während des Krieges getroffen hat. Generäle, mit denen er gespeist hat und dessen Familien. These masks. I remember them vividly. I always tried to escape their gaze. Oh. Naja, diese typischen Rollen. Lächelnde und der Weinende. Old photographs that father took of this house. Das ist der Sarg. Wir sind sogar alleine mit ihr. We are so lucky. In these difficult times, pantries are empty and people are going hungry. But with a German general for a father, food is never scarce. Guckt mal, wie echt das aussieht. Die Mohrrüben, die Äpfel, die Kürbisse. Mensch. Gut gefüllte Speisekammern.
den deutschen General, wie sie schon sagte. So, hier ist ein Keller. Dürfen wir in den Keller gehen? Sollten wir in den Keller schon gehen? Ah, guck an, hier haben wir unsere... Daddy set up his darkroom here. He doesn't take photos anymore because of his work, but photography is still his true passion. I'm allowed to use the darkroom when I want to. Die Dunkelkammer. There are 3 baths when developing photos. The development bath, then the first rinse, and then the fixing bath. The second rinse is done directly in the sink afterwards. Okay. Das war schon bei The Medium. Wenn ihr euch noch dran erinnert, hatten wir auch sowas. Before I can use the enlarger, I should take a photo. Ja, ja. Daddy had this device brought here last week. It's old, but still works. He has always loved everything technological. Seht ihr dort oben übrigens immer noch der Anzeiger, dass da irgendwas ist. Also im Keller ist die Dunkelkammer, passenderweise. Was haben wir hier? Einen Brief? Lorenzini haberdashery. 5 meters of grey cotton fabric. 6 meters of white linen fabric. 4 meters of green satin. Delivered on June 5th, 1944. In the event of an issue, contact us on the number 6987. And this red fabric? It's not been mentioned. Could this also be one of Mummy's, or could the nanny have left it here? Ach, die Lampe, das sieht so echt aus und so irgendwie so, also historisch, wenn man sich dahin begibt, es sind bestimmt einige Sachen wirklich so zu finden. Das ist echt, da haben sie sich sehr, sehr Mühe gegeben, das alles so akkurat hierher zu bringen. Ich vermute es zumindest. Es wirkt so. So, wir haben eine Schere. Mhm. These could be of use to me. Mhm. Mummy's medicine. Will they do her any good? Was ist das? Ferritin. Steht da? Ich google mal ganz schnell, was das ist. Also, gut. Vielleicht findet man, was das war, zumindest. Wenn es eine echte ist. Das würde mich nicht mal interessieren. Was hat sie denn? Ferritin. Methamphetamine. Okay, das kennt man ja. Okay. Drückende Müdigkeit. Gut. Mummy's sewing machine. She learnt how to sew because nobody else could do it to her liking. Wirklich, du kannst sonst nicht auch. Nicht schlecht. This fabric is not new to me, yet I do not think I have ever seen it in the house. Ist das der rote Stoff, von dem wir... Nein. Eine Puppe mit Schnittmustern drauf. Ein riesen Flakon mit Wein. Hier ist irgendwie was... Oh, runtergefallen. Our wine. Daddy is so proud of it. Tja, bis auf die eine Flasche. Warum ist die eine Flasche hier? Dem Boden. Da wahrscheinlich irgendwelche Pressen dafür. Gut, wahrscheinlich zu jedem italienischen Haushalt einfach mal so ein bisschen Wein herrschen. Das ist alles Weinfässer mit. Ja. Dieses eine Fenster. Wir werden sogar angestrahlt. Ich finde es übrigens sehr schön, also nicht, dass wir hier, entschuldigt, von der Optik her, ich wollte eigentlich auf unsere Füße zielen. Ich liebe es bei Walking-Simulatoren, wenn man die eigenen Füße sieht oder bei auch Ego-Shootern, weil es wirkt halt irgendwie, da wirkt man mehr da drin, anstatt wenn man einfach nur so unter sich halt so einen Schattenfleck sieht. Okay, hier kann man auch was aufstellen. Die Kamera. Warum muss auch machen sollte, hier so irgendwelche Weinpressen wieder. These workbenches fascinate me. I would love to learn carpentry. This is where Nanny's husband made my dolls. Ah, der hat Puppen angefertigt. Deswegen haben wir auch Puppen gesehen gehabt im Intro. The puppets I used to play with were made here. I never knew that when I was a child. They always told me that a fairy brought them. I didn't really believe them, but it was nice to think that. Und es ist wahrscheinlich am Hang gebaut, sonst
Könnte man hier nicht gleich noch einen Ausgang haben sogar. Und noch mehr Riesenweinfässer. Mann, Mann, Mann. Die sind ja echt ausgestattet. Aber gut, wenn Wein angebaut wird. When I was little, these barrels seemed enormous. I thought I could live inside one. Ich weiß nicht, wie das Spiel aufgebaut ist. Vielleicht kann man auch jedes Mal alles abgehen und alles untersuchen, weil irgendwo was Neues passiert ist. Dann müsste man halt gucken, wie wir das machen. Ob ich da alles aufnehme und dann zusammenschneide. Ob das nicht zu langweilig wird. Aber ich finde es eigentlich immer interessanter, mal das abzugehen. On the day of St. Alexis, the battle rages in the city tormented by Anglo-American bombing. Our Lady of Carmel, a company of the Falchium Regiment, counterattacked yesterday, forcing the French to retreat to Piazza del Mercato. The situation is currently under control. Tja, noch unter Kontrolle. Florence, July 15th, 1944. General Erich K. As per our prior agreement, we are sending you military encrypted communication material. The device must remain hidden and secret. Hail. Feld Mascherallo, Carl H. Sie hat nur Heil vorgelesen und nicht das zweite Wort. Ich glaube, sonst gibt es auch ein paar Probleme. Tja. Die Italiener zu der Zeit. Sie liegt immer noch hier. So, wo soll es auch sonst sein? Wenn es durchs Haus laufen würde, glaube ich, das wäre schon schlimmer. Hier saß der Papa. So, achso, wir können jetzt wieder Sachen anzeigen lassen. Ich mache mal ganz kurz, ob irgendwas Neues hier ist. Nee. Das Fahrrad ist noch interessant. I don't need that right now. Right now, aber das heißt, theoretisch könnte es mal interessant werden. So, ich glaube, damit haben wir erstmal einen Großteil uns angeschaut. Hier diese kleine Kammer. Eine Mini-Vorratskammer für den schnellen Gebrauch. Gut, haben wir hier noch irgendwas übersehen? Nö. Dann schauen wir mal in die Zeitung. Brutal assassination in San Casciano. Giulia K., a young woman from a respectable family, brutally murdered near her home. Carabinieri investigates. A possible political motive emerges. Martha was not killed by politics or war. She was killed by something much closer and much less clear. I will find out the truth. Okay, wollen Sie es herausfinden. So, wir können jetzt einzelne Sachen hier anschauen, weil wir können durchswitchen. Firm bulwark even in the skies. 159 aircraft of the Germanic defense shot down in 24 hours. Major Russian operation northwest of Jassy. Enemy convoy lost in the Mediterranean. 2 destroyers and 6 merchant vessels sunk. Übrigens, der ganze Rest auf Italienisch geschrieben. Aber ein paar Artikel sind halt übersetzt. Giulia K. Distressed but supported by faith. Irene the mother, Erich the father, and Martha the sister sadly announced Giulia's passing. The funeral will take place in La Romola, Thursday, July 20th at 9:30 p.m., departing from the property of the deceased. Moment jetzt aber mal, nur für mich zu Verständnis. Ich meine, wir haben jetzt den 18. Das heißt, Martha liegt jetzt noch 2 Tage lang hier bei uns rum, während es nicht unbedingt kalt ist. Ohne Kühlung. First improvements in food registration. Bread rations increased by 50 grams per day as of April 20th. A kilo more every month of soup ingredients. Reforms to the treatment of agricultural workers and an unexpected distribution of jam. Ja, kann man sich freuen, mal wieder ein bisschen Marmelade zu haben. Aber denen geht es ja eh schon gut hier. Guck mal, ein großes Brot. So, was haben wir hier? Na, komm, komm. Chocolate, a privilege for few people in these times. Ah, diese in Metalldosen. Gibt es ja auch immer noch bei uns auch in Deutschland. In blauen und in roten. Diese Rockkolade, irgendwie haben so einen komischen Namen. Hier steht was für Giulia, um viele weitere Fotos zu machen. Papa. Ja, hatte er für sie geholt, wie er sagte.
For Giulia, to take more and more photos. Dad. I can verify that the camera is still working by taking a photo. I could photograph a sparrow. There are so many of them out here. Ich würde mal gerne kurz There gucken. might be birds around the little wall in front of the house. I always put crumbs on it for them. Y geht gerade nicht bei der Kamera. Du bist dabei, Giulias Kamera zu benutzen. Es ist eine Rolleikord oder Rolleikord, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird, von 1940 mit 120 mm Film. Du wirst sie benutzen, um während des Spiels Fotos zu machen. Einige Fotos werden versteckte Elemente enthalten, die die Geschichte des Spiels voranbringen. Während du die Kamera hältst, erscheint ein Symbol, das Punkte von fotografischem Interesse anzeigt. Dieses Symbol erscheint und wird deutlicher, je näher du dran bist. Drücke X, um die Kamera und alle montierten Zubehörteile zu sehen. Wir haben noch keine. Such das Motiv, das du fotografieren möchtest und drücke A, um fortzufahren und drücke Y, um Kameramodus zu beenden. Bevor wir draußen das machen, möchte ich nochmal was testen. Nur mal sicherheitshalber. Können wir ein Foto von unserer Schwester machen? Du bist dabei, dein erstes Foto aufzunehmen. Um die Simulation zu vereinfachen, zeigt die Bildvorschau die Einstellung an, wenn du diese an der Kamera änderst. In der Realität wird das Bild des Suchers durch das Sekundärobjektiv gesteuert und reagiert nur auf den Fokus. So, was können wir hier machen? Die Höhe. Aha. Die Neigung. Oh Gott, was geht denn hier alles noch? Verwende die Bedienelemente des Panels, um Fokus, Belichtung und Blende einzustellen. Oh Gott, hier sind Extras, die haben wir noch nicht. Hier findest du alle Erweiterungen für die Kamera. Du kannst verschiedene Objektive filtern, Film mit unterschiedlichen Empfindlichkeitsraten und vieles mehr verwenden. Im Moment steht dir jedoch nur ein 100 ISO-Film zur Verfügung. Nach dem Schließen dieses Fensters stellst du die Kamera ein und drückst dann RT, um den Aufnahmemodus zu wechseln. So, wir wollen nochmal gucken. Belichtungszeit. Die Blende. Und noch Fokussierung. Es wird jetzt der Hintergrund schärfer und das in der Mitte unscharf. Wir machen wieder in der Mitte ist schärfer. Mensch, das ist ganz schön viele Einstellungen. So, und Auslösung. Glückwunsch, du hast erstes Foto geschossen. Du kannst im Laufe des Spiels so viele Fotos machen, wie du willst, aber denke daran, dass nur einige wenige den Fortgang der Geschichte entscheidend sein werden. Später wirst du erfahren, wie du die aufgenommenen Fotos entwickeln kannst. Okay, also finde ich mal krass, was man da als Einstellungen haben kann. Bin gespannt, was man da für Geheimnisse entdeckt. Und ich hoffe, ihr auch, denn das wäre es gewesen mit dieser Folge. Und der nächsten gehen wir dann raus und schießen mal den Spatz ab. Nicht mit dem Gewehr, sondern mit der Kamera. Bis dahin, euer Elandirthor. Tschüss.